Hallo und herzlich willkommen bei BricsBuilds, und im heutigen Video schauen wir uns die neue Signaltechnik an. Wir werkeln an der zweiten Ebene, die Monorail-Strecke wird erweitert, es gibt ein paar Gleisarbeiten am Bahnhof and we have a really special guest. Als erstes fangen wir mal mit den Formsignalen an. Und zwar kennt ihr schon die Variante, da habe ich jetzt mal den Kreis hier runter geplündert. Da haben wir auch ein Tutorial oben und die habe ich jetzt ein bisschen abgeändert. Zum einen habe ich das Ganze kürzer gemacht, um eine Noppe, und ich habe diesen Arm hier unten ergänzt, dass die Lichter sich mitbewegen wie im realen Vorbild. Und da kommen dann wahrscheinlich später noch LEDs rein. Und weil es ja nicht nur einfache Formsignale gibt, sondern auch doppelte, habe ich auch ein doppeltes gebaut. Und da war halt die Schwierigkeit, dass sich das untere Signal auch bewegen kann, weil das obere wird ja nur mit einer Schnur gehalten und wird so hoch und runter gezogen. Aber wenn ich das hier senkrecht stehen habe und dann der Schnur Stoff gebe, dann fliegt es manchmal nicht runter, und deswegen musste ich hier noch eine zweite Schnur dran machen. Ich hoffe, man sieht's. Die geht hier rein, da oben rum und da hinten wieder raus. Ja, hier sieht man schön. Und das läuft dann über eine Winde hier unten. Einmal hinter. Und dann hier hinten wird es einmal aufgewickelt und einmal abgewickelt, wenn man halt dann dreht. Und so stellt sich das Ganze hoch und runter. Das Licht hierzu ist stabbefestigt, weil es nicht anders da geht, sonst hätte ich es auch mitschwingend gemacht, wie beim oberen. Hier könnt ihr es nochmal in Aktion sehen, so ein oberes mit einem mitschwingenden Licht. Und die kommen dann hinten am Bahnhof rein. In today's episode we welcome Tommy C. Bricks, and we are very excited to have this figure because only 25 were ever made. On his channel you can see really cool mod videos, reviews and some big projects like his Daily Bugle, and thanks again for these figures. Als nächstes kommen wir dann noch zur Monorail, und ihr seht schon, die Steigung ist etwas höher geworden. Und zwar haben wir uns da die Steigung von 4D Bricks drucken lassen. Wenn die Monorail kurz runterfährt, baue ich eine aus. Und das ist einfach ein Stück, was man dann in die Steigung, die es von Lego so gibt, schon einsetzt. Und das ist dann so eine Art Verlängerung, und so kriegen wir die Steigung hier hinten hin in dem kurzen Abschnitt. Eigentlich waren ja geplant erst ein kurz oder einen kleinen Hugel hoch und dann einen großen Hugel, aber das Ganze wird so lang, dass wir es hier nicht mehr hinbekommen. Und deswegen ist es jetzt eine große Steigung, und von der Höhe kann man es, glaube ich, sehen, passt da hinten, also es geht über den Tunnel drüber. Und was wir uns dann noch drucken lassen haben, ist hier für den Motor eine Abdeckung, weil die rote Abdeckung, die kostet ja irgendwie 90 € oder sowas. Und da war es dann leichter, eine zu drucken, und dann ist es auch eine passende Farbe. So, nachdem da oben jetzt noch eine Platte oder eine Konstruktion fehlt, damit wir die Monorail-Strecke auslegen können, waren wir jetzt im Baumarkt
und haben uns eine 1,60 m auf 85 Platte geholt mit 6 so verstellbaren Füßen, damit wir die Höhe auch passend zu den Legosteinen einstellen können, um dann eben eine schöne Fassade zu bauen. Und die Füße schrauben wir jetzt fest und zeigen euch dann, wie die ganze Platte auf unserer Lego-Platte aussieht. So, dann ist jetzt die Platte mal eingebaut und ihr könnt auch schon sehen, dass die Strecke auch schon drauf gebaut ist. Das ist jetzt oben einmal so ein Kreis, wo ein Richtungswechsel eingebaut ist, den seht ihr jetzt hier. Und dann fährt er wieder den Kreis zurück und dann einmal den Berg runter. Und das Ganze wird dann jetzt über die nächsten Folgen so langsam angefangen zu verkleiden. Da vorne unten im Bild kann man schon so einen kleinen Test sehen, hier unten, wie wir dann den Berg gestalten wollen. Und so werden dann eben die Wände hochgezogen und alles schön verkleidet. Dann kommen wir noch zu dem Modul hier hinten. Da wird jetzt langsam schon geplant, wie das alles funktioniert. Einmal ist hier so ein Signal, was wir euch vorhin schon vorgestellt haben, drin. Und hier ist auch schon so eine kleine Rampe, um eben dieses Ende vom Bahnsteig zu bauen. Und hier setzen wir jetzt ein neues Gleis ein, was auch schon beplankt ist. Und dann wird es wahrscheinlich die nächste Folge oder eine der nächsten Folgen hier an dem Modul weitergehen. Da werden wir ein paar grüne Platten einbauen, die andere Seite vom Gleis beplanken und dann einfach schauen, dass wir das Modul fertig kriegen und vielleicht auch schon ein bisschen Technik reinbekommen. Und so sieht das Ganze jetzt mal aus. Da fehlen noch diese Punkte, wo den Schotter noch ein bisschen besser darstellen. Aber man kann es jetzt schon erkennen und es sieht auch echt besser aus als dieses blanke Gleis. Das war's auch schon wieder von diesem kurzen Video. Über ein Like und ein Abo würden wir uns sehr freuen. Und hier rechts oben ist jetzt noch ein genaueres Video über die Monorail verlinkt.